Previously on the Campus Chronicles. Wir fuhren mit der Fähre aufs estonische Westküstenarchipel, besuchten die Pferde, die am Yygo Cliff ihre Hufe im Wasser badeten, und fanden einen wunderbaren Stellplatz für die Nacht, von wo wir am nächsten Morgen nach Kuressaare aufbrachen, der Hauptstadt von Saaremaa. Es waren nur knapp 46 Kilometer bis nach Kuressaare und das schaffte Big Eddie natürlich spielend, auch wenn es hier und da mal wieder eine unbefestigte Straße zu befahren gab. Kuressaare ist ein Kurort und das hier, zufälligerweise, das Kurhaus. Weiterhin zeichnet sich diese historische Stadt durch gut erhaltene und charmante Holz- und Steinhäuser aus, sowie zahlreiche gut erhaltene Kopfsteinpflasterstraßen. Die beste Reisezeit für Kuressaare ist von Juni bis August. Wir waren Mitte Mai da und hatten phänomenales Wetter mit Temperaturen bis zu 27 Grad. Und da besucht sich auch ein Strand recht gut. Ein Highlight und Must-See in Kuressaare ist natürlich die Bischofsburg. Sie ist aus dem 14. Jahrhundert und gilt als die wohl besterhaltenste Burg im gesamten Baltikum. Im Innenraum der Burg befindet sich das Saaremaa-Museum, aber man kann auch die Außengemäuer, den Burggraben und den Burghof kostenfrei besuchen. Nach einem Tag in Kuressaare war es auch nun schon wieder an der Zeit, einen Stellplatz zu finden. Und das fiel uns diesmal relativ leicht. Wir hatten einen interessanten Platz gefunden in Orisaare an der Marina, der, ich würde mal sagen, durch alternatives Hippie-Feeling besonders auffiel. Mir gefiel ganz besonders gut, dass man hier einen langen Steg hatte, an dessen Seite und Ende man in die Ostsee tauchen konnte, die hier tatsächlich angenehm kühl gewesen ist. Auch ansonsten würde ich sagen, dieser Platz ist eine Empfehlung.
Am nächsten Morgen machten wir uns dann schon einmal auf den Weg und fuhren grob in Richtung Tallinn. Zunächst machten wir jedoch einen Lunch-Stopover in dem Ort Koguva. Und Koguva ist eines der am besten erhaltenen und malerischsten Mittelalterdörfer Estlands. Es ist ein authentisches und denkmalgeschütztes Dorf mit vielen traditionellen Häusern und Steinwällen. Sehr nett anzusehen, kann man mal anhalten. Nun machte sich eine Situation langsam bemerkbar, die das Resultat der Tatsache war, dass wir in den ersten Tagen immer nur ganz entspannt 40, 50, 60 Kilometer gefahren sind. Wir merkten auf einmal, nun wurden die Strecken länger. Auf unserem Weg nach Tallinn übernachteten wir daher am Rumosee, einer weiteren Sehenswürdigkeit Estlands. Bekannte Sehenswürdigkeit aus 3 Gründen. Erstens, der See ist unwahrscheinlich klar und zu unserer Reisezeit Mitte Mai war das Wasser angenehm kühl und sehr erfrischend. Der See ist extrem klar, daher beliebt bei Tauchern, und er ist das Resultat eines Steinbruches, der sich natürlich mit Wasser gefüllt hat. Dieser Steinbruch wurde wiederum bearbeitet von Regimegefangenen der russischen Besetzung, die dort in einem nun stillgelegten Gefängnis untergebracht waren. Also man kann dort sehen, ein Gefängnis, einen Steinbruch und einen See mit kristallklarem Wasser. Definitiv eine weitere Empfehlung. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Morgen geht's weiter nach Tallinn, der wahrscheinlich besterhaltensten Mittelalterstadt Europas. Und wie es da so an einem Sonntag ist, das seht ihr beim nächsten Mal.